Fatma Deniz ist seit dem 1. April Präsidentin der Technischen Universität Berlin und sie hat seitdem schon einige Probleme meistern müssen und sie hat sehr ehrgeizige Pläne für die Zukunft der TU. Darüber darf ich heute mit ihr sprechen. Also ich vermute, es gab schon mal leichtere Amtsantritte als Ihren. Sie haben unheimlich viel positive Energie mitgebracht, ganz viel ehrgeizige Pläne und dann hieß es aber erstmal Gebäude dicht machen, Krise managen. Also ich hätte da keine Lust mehr gehabt aufs Amt. Wie war das bei Ihnen? Bei mir hat sich das nicht geändert. Meine Lust zum Amt und die positive Energie bringe ich immer noch jeden Tag ins Amt rein. Ich habe immer noch sehr viel Lust, diese Universität zu gestalten und das tue ich auch. Jetzt bin ich in der Position, das zu tun. Und dennoch muss ich sagen, ich hätte mir natürlich einen anderen Start gewünscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt 6 Wochen im Amt gleich eine der Herzstückgebäude unseren Campus aus der Nutzung nehmen muss, sodass wir dann unsere Abläufe ändern müssen. Und da muss ich echt sagen, da hat auch einige Abläufe der Präsidentin sind da durcheinander gegangen. Die Prioritäten haben sich geändert. Und dennoch muss ich sagen, ist es in so einer Zeit vor allem ganz wichtig, eben ruhig zu bleiben, den Fokus wieder zurückzunehmen, aus diesem Krisenmodus dann irgendwann mal zu erkennen, okay, jetzt müssen wir in einen Modus wieder weitermachen, in dem wir nicht nur Ad-hoc-Lösungen finden müssen, sondern wirklich wieder strategisch und zukunftsorientiert uns aufstellen müssen. Und ich merke, sowas schweißt auch ein Team zusammen. Und ich habe in dieser Zeit jeden Tag mehr gemerkt, was für ein tolles Team ich auch habe. Was macht es denn jetzt mit Ihrer, ich sag mal, eigentlichen Agenda oder so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also ist es, verzögert es jetzt ein bisschen oder im Gegenteil, haut es jetzt Tempo rein? Haben Sie statt einer 80 jetzt eine 120-Stunden-Woche? Wie ist das? 120 Stunden die Woche klingt schon in die richtige Richtung gerade, kann aber natürlich nicht so auf Dauer gehen. Dennoch muss ich echt sagen, ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen Tempo reingebracht. Vor allem in die Campus-Entwicklungsseite. Ja, da sind wir jetzt viel schneller in Entscheidungen gegangen, die vielleicht, wie man es so kennt, wenn man in einem neuen Amt ist, erstmal den Überblick sich schafft und ein paar Schritte vielleicht langsamer geht. Aber jetzt zurück zu der Frage, lässt uns das von unseren Agenda und von unseren eigentlichen Zielen quasi ab? Wie gesagt, im Gegenteil. Es ist immer noch so, dass Campusentwicklung eine unserer Ziele war und das gehen wir an. Zweitens haben wir weiterhin auch unsere Forschungsstrategie im Blick. Es gibt aber ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, ja, die müssen wir jetzt vielleicht ab 2027 anfangen und machen jetzt erstmal in 26 nicht. Es gibt eine Sache, davon sprechen Sie ganz oft. An anderer Stelle habe ich das oft gelesen oder gehört, das ist Zukunft gestalten. Und das klingt ja immer toll. Also Zukunft gestalten klingt besser als Gebäude sanieren zum Beispiel. Führen Sie das mal ein bisschen mit Leben für uns. Also was heißt das, Zukunft gestalten? Was heißt das für Sie? Erstens heißt es für mich, Zukunft gestalten, dass es heute anfängt. Was heißt das? Das heißt, jede Entscheidung, die ich heute treffe, hat eine Auswirkung in den nächsten 15 Jahren. Ein Beispiel zum Beispiel ist Personalentscheidungen. Ja? Das sind wahrscheinlich auch die langfristigen Entscheidungen, die wir in einer Universität treffen. Jede Professurberuf, die wir berufen, jede Mitarbeitende, die wir einstellen, gestaltet diese großartige Universität in den nächsten 15 Jahren, wie lange die Person auch natürlich an der Universität ist. Wenn es um Professuren geht, kann es sogar länger sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man Zukunft gestalten möchte, dass man nicht auf die Zukunft wartet, sondern heute anfangen muss. Und das heißt für mich in dem universitären Kontext, zusätzlich zu den Menschen, die wir hier brauchen, heißt es natürlich auch, dass wir unsere Forschung, unsere großartige Lehre und auch die Transfer immer im Dreiklang denken. Und dieser Dreiklang braucht eben auch die Bedingungen, zum Beispiel die Abläufe, die es vereinfachen, den Wissenschaftler, den Top-Forschung
zu machen im Alltag und den nicht abzuhalten, sondern wirklich, dass er einfach sich nicht mit, ich sag mal, Kleinkram beschäftigt, Papiere oder Formulare, sondern wirklich sagen kann, ich komme jeden Tag dahin und forsche und diskutiere mit meinen Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Studierenden. Also das klingt ja geradezu traumhaft, würde ich sagen. Ich glaube, viele hören das und sagen, ja, genau so muss es laufen. Aber das müssen sie ja erstmal hinkriegen. Also da würde ich sagen, das wäre für die TU neu, aber das wäre, glaube ich, generell auch für den Wissenschaftsbetrieb in Deutschland sehr einzigartig dann, oder? Wie wollen Sie es hinkriegen? Das ist richtig. Also ich glaube, die Herausforderungen, die wir an der TU Berlin auch kennen und auch leben, ist, wie Sie schon sagen, für den ganzen Wissenschaftsraum in Deutschland, aber auch, ich bin ja auch in den USA akademisch stark sozialisiert, auch dort sichtbar. Trotzdem muss man sich jedes Mal diesen Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Seite dieser Universität, den wir mit dem Auftrag da sind, auch Wissenschaft in die Gesellschaft zu überführen, nicht vergessen, dass das nur damit funktionieren kann, wenn wir zum Beispiel unsere Verwaltungsprozesse sowie auch unsere eben Infrastruktur intakt halten. Und ich glaube, das wird öfters in den strategischen Weitblick der Präsidien auch doch vielleicht nicht immer in den Fokus genommen. Es gibt ein paar Punkte, die würde ich gerne vertiefen, die ich auch noch von Ihnen aus dem Wahlkampf kenne. Aber jetzt ist ja schon Umsetzung angesagt. Also vielleicht wollen wir mal über Forschungsstrategie sprechen, was sich da getan hat und was da auch Ihre Vision ist. Also wir haben gleich gesagt, wir müssen eine Forschungsstrategie entwickeln. Die TU Berlin muss wissen, wo sie lenkt, wo sie hingeht. Und zwar nicht nur in den nächsten 2-3 Jahren, sondern wirklich 10+ Jahre. Und dafür haben wir jetzt gesagt, wir haben das gestartet, trotz der herausfordernden Zeit in der Tat, wirklich mit Geschwindigkeit gestartet und gesagt, wir werden eine Expertinnenkommission berufen, die wir gerade auch einsetzen quasi. Und diese Expertinnenkommission ist eine Zusammensetzung von hervorragenden WissenschaftlerInnen, die intern, also aus der TU Berlin herauskommt, sowie auch extern aus dem deutschsprachigen wissenschaftlichen Raum sind. Und mit diesen Expertenkommissionen werden wir im Herbst, also so Oktober sind die ersten Termine geplant, starten, sodass wir aus dieser Beratungskommission heraus fürs Präsidium eine Beratung erhalten können, die die Universität, die Fakultäten, auch im Gespräch mit den Fakultäten, wir nennen das Begehungen, das ist so wie ein Review-Prozess, kann man sich vorstellen im wissenschaftlichen Kontext, wirklich mit den Fakultäten ins Gespräch geht und dann auch das Präsidium entsprechend am Ende des Prozesses berät. Und das Ziel ist, wie gesagt, zu sagen, was sind die Stärken? Und die kennen wir ja eigentlich ja schon. Ja? Aber auch, was sind die Zukunftsfelder? Was sind die emerging Fields? Wo können wir klüger, stärker, besser investieren? Auch im Blick von TU Berlin nicht als einzelne Komponente in dieser Landschaft Berlin und Region, sondern auch in der Berlin University Alliance, aber auch Berlin-Brandenburg. Also wirklich gemeinsam gedacht aus der TU Berlin heraus, inklusive natürlich die wirtschaftliche und Industriekraft, die wir dann auch um uns herum dann haben. Und wenn sich diese Menschen dann treffen, ab Herbst, dann verstehe ich das jetzt aber so, dass auch sofort was passiert. Also, dass man sofort begeht, sofort Ideen, Impulse hat, nicht so ein 2-jähriger Prozess und am Ende gibt es einen Bericht. Genau. Also das ist wirklich so gedacht, dass es ganz schnell gehen muss, weil wir brauchen eigentlich die Strategie gestern. Und jetzt machen wir es halt bis Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang Frühjahr 27 wird das Bericht dastehen. Und Oktober fängt es an, November sind die Begehungen geplant. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, heißt künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Und das ist ja, würde ich sagen, Ihr Heimspiel, ne? Als Informatikerin, Neurowissenschaftlerin. Sie waren ja auch sozusagen Vizepräsidentin für genau den Bereich. Ist aber natürlich auch der Bereich, wo ich würde sagen, deutschlandweit in allen Organisationen, in allen Unternehmen viele sich dran abarbeiten und man nie ganz genau weiß, was passiert. Was soll denn an der TU passieren? Meine Vizepräsidentin für digitale Transformation, Nancy Wünderlich, sagt das so schön. Sie möchte sich selber abschaffen als Vizepräsidentin. Okay. Was heißt das genau? Das heißt, dass wir eben, auch da haben wir ja digitale Transformation, Digitalisierung schon mit mir und dann jetzt auch mit Frau Wünderlich
Präsidiumssache gemacht. Wieso? Weil Abläufe eben noch nicht digitalisiert sind und das ist in ganz Deutschland bekannt, bürokratische Abläufe, ganz stark sind wir davon betroffen. Aber auch, dass die Prozesse nicht nur nicht digitalisiert sind, sondern so komplex teilweise sind, dass Abläufe in Frage gestellt werden müssen. Und das machen wir gerade. Also jeder kennt das mittlerweile von mir, dass ich so eine Reisekostenabrechnung gesagt habe, das wollen wir schneller ermöglichen, dass die Reisekostenabrechnung durchgeführt wird. Wir haben zurzeit, die Analysen zeigen, um die 9 Monate Rückstand. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit, wo nicht nur Mitarbeitende, sondern auch Studierende zum Teil auch auf deren Reisekostenabrechnung warten müssen. Und das ist natürlich eine große Belastung in solchen Zeiten auch für die Menschen. Und da sehen wir einfach, dass bestimmte Abläufe doch ganz genau angeschaut werden müssen. Und das passiert jetzt auch im 3-tägigen Workshops in August. Wird Nancy Wünderlich mit dem Team Reisekosten genau diese Abläufe sich anschauen und dann die Digitalisierung vorantreiben. Also kann ich gut verstehen. Ich glaube, eine Reisekostenabrechnung sollte nicht so lange dauern wie ein Kind austragen. Insofern, da muss viel passieren. Vielleicht gleich zum nächsten Punkt, der hat sicherlich auch damit zu tun, Organisationsentwicklung. Ja. Also worum geht es bei der Organisationsentwicklung? Da geht es wirklich erstmal das Erkenntnis zu haben, nicht nur, dass die Abläufe komplex sind, das haben wir schon besprochen, sondern dass die Organisation in bestimmten Teilen, und das ist ganz normal für eine Universität, das ist auch eine Stärke, ad hoc gewachsen ist in verschiedensten Bereichen. Neue Strukturen erprobt werden, aber dann vielleicht doch vergessen werden, dass die erprobten Strukturen in eine andere Struktur übergehen muss. Und da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen. Da haben wir auch ab Oktober einen neuen Kanzler an Bord. Mit dem haben wir Überlegungen getroffen, wie wir das jetzt sehr systematisch anschauen können, um dann diese Organisationsentwicklung wirklich auch mit der Organisation zusammen, also mit den Menschen in der Organisation zusammen so gestalten können, dass es für uns eine zukunftsfähige Universität darstellt. Ein weiterer Punkt, Campusentwicklung, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, hat natürlich auch mit den Gebäuden zu tun. Aber Campusentwicklung heißt in dem Fall ja nicht nur die Dinge reparieren und laufen lassen, sondern auch anders gestalten, anders nutzen. Ich glaube auch einen anderen Spirit schaffen. Verstehe ich das richtig? Genau. Also wir reden ja, wenn wir über Campus reden, nur über marode Infrastrukturen. Ich weiß, dass das unser Alltag und Realität ist. Aber dieser Campus hier, dieser Campus Charlottenburg, mitten in Berlin, den ich, und das sagen wir auch im Team immer so, das ist der einzige innerstädtische technische Universität, die wir so in dem Maße kennen. Wir haben großartige Labore, große Flächen und Räume und fokussieren uns aber derzeit nur auf das, was halt gerade nicht funktioniert, und zwar ja auch leider Brandschutzsicherheit zum Beispiel. Aber ich will davon nicht weg in dem Sinne, dass ich das weggucke, sondern ich will da das gelöst haben, die Sicherheit herstellen. Aber während ich das tue, eben nicht diese schnellen Ad-hoc-Entscheidungen treffe, die dann aber das Campus so entwickelt, dass irgendwo dann doch irgendwie in der Schnelle ein Labor hin umgezogen werden musste, sondern wirklich gedacht, passt das denn in dem Ökosystem der anderen Fakultäten? Und ich muss sagen, das mit dem Blick aus dem Silo-Strukturen heraus gedacht. Also wir haben ja traditionell in Deutschland sehr stark Fakultäten und in jeder Fakultät gibt es bestimmte Fachbereiche. Und im schlimmsten Fall reden weder die Fachbereiche innerhalb der Fakultät so stark miteinander, geschweige denn, dass die über die Fakultäten hinaus Formate haben, wo sie sich treffen können, um neue Ideen zu entwickeln. Und mit dem Gedanken des Campusentwicklungs muss eigentlich drin dabei sein, dass wir interdisziplinäre Forschung in dieser Entwicklung fördern. Und mit dieser interdisziplinären Forschung werden wir dann auch wirklich die schwierigen Fragen eigentlich unserer Zeiten, Klimawandel, Gesundheit, Medizin und Chemieindustrie zum Beispiel, auch erst lösen können. Weil ansonsten sind wir eben machen wir so weiter, wie wir bis jetzt gefahren sind.
Und Sie haben dankenswerterweise jetzt gerade schon gesagt, Labor. Und das bringt mich zum letzten der Punkte, über die Sie ja oft mal schon gesprochen haben, nämlich Reallabore. Ja? Was muss ich mir darunter genau vorstellen? Die Leute kommen aus den maroden Gebäuden raus und experimentieren in der Stadt, oder wie ist das? Experimentieren in der innerstädtischen Campus TU Berlin. Ja? Ein bisschen ist es so. Reallabor, wir sagen Reallabor Campus Charlottenburg. Und wir sind die Akteure da drin. Und mit den Akteuren meine ich, wir haben zwei Beispiele dafür. Wir haben einmal das Gebäude, Mathematikgebäude, das ist hinter uns. Und in diesem Gebäude haben wir bereits ein Projekt, das heißt Transform Mathe. Und der Gedanke daran ist, dass wir eben im Bestand mit minimalinvasiven Sanierungsmaßnahmen, möglichst ressourcenschonend, ein Gebäude sanieren wollen. Und da arbeiten wir gerade mit Architekten, Bauingenieure und verschiedene Akteure zusammen, als ein Projekt quasi, um genau das zu beweisen. Und wir wollen sukzessive das eigentlich auch in anderen Bereichen, in anderen Gebäuden angehen. Das zweite Beispiel ist wiederum im Neubau. Wir bauen hinter dem Hauptgebäude ein neues Gebäude, das nennt sich Thulium. Und Thulium wird zeigen, dass wir nachhaltig in der Stadt für eine Universität bauen können. Und das soll eben der Raum sein, wo man wirklich sieht, auch wie man aus Altholz mit nachhaltigen Möglichkeiten auch blau-grüne Infrastrukturen innerhalb dieses Campuses gestalten kann. Also verstehe ich das richtig? Für mich klingt es ein bisschen so, als ob Sie sich die Lage angucken und sagen, naja, es gibt hier Herausforderungen, die wir lösen müssen. Wer sind dafür die richtigen Leute? Ingenieure, Architekten, Moment mal, die haben wir doch alle hier. Und jetzt können wir sozusagen mit unseren eigenen Bordmitteln, sage ich einfach mal, zeigen, was wir können und vielleicht sogar neue Wege erfinden, Dinge besser zu machen, günstiger zu machen, schneller zu machen. Und das dann wiederum sozusagen in die Welt rauszutragen, ist das richtig? Das ist genau so. Also ich möchte wirklich diese Expertise, die wir innerhalb der Technischen Universität haben, so aktivieren und so nutzen, dass wir genau diese Probleme für unsere Universität als Beispiel, ehrlich gesagt für ganz Deutschland, dann auch nutzen können. Und ich muss sagen, da ist eine Riesenbereitschaft. Ich habe ein Professorium gemacht vor ungefähr 3 Wochen. Der Raum boomte vor, wir wollen wissen, sagen Sie, wann wir eingreifen können, beziehungsweise wann wir mitmachen können. Ja? Also da ist eine ganz große Bereitschaft aus unserer Professorenschaft heraus, aber auch aus unseren Mitarbeitenden und Studierenden. Das gleiche Impuls war aus unseren Studentenversammlungen, als ich mit den Studierenden gesprochen habe. Auch da ist eine große Bereitschaft. Sehr cool. Also das finde ich sehr, sehr schön. Eine Sache, über die Sie oft sprechen, ist Exzellenz. Ich habe jetzt auch noch an was anderes gedacht. Ich habe ja mal Philosophie studiert. Paul Feyerabend hat ja immer von fröhlicher Wissenschaft gesprochen. Also das klingt für mich so ein bisschen wie die Mischung aus Exzellenz und fröhliche Wissenschaft, oder? Das wäre eigentlich mein Ziel auch, dass wir hier das Campus gestalten und Campusentwicklung und diese Reallabor-Campus-Gedanke in das nicht mehr, wo sind wir hier, marode Infrastruktur, sondern eher genau umdrehen und sagen, wir packen gemeinsam an, wir gestalten diesen Ort. Wir müssen nicht nur über, ich sag mal, stinkende Toiletten sprechen, sondern wirklich auch darüber reden, wie wir gemeinsam neue Projekte am Campus legen. Wir sagen auch aus der Studierendenperspektive für Studium und Lehre, dass wir wirklich auch eine Living Lab eben hier haben wollen, ne? Dass Studierende hier ihre Orte und Möglichkeiten so gestalten können, dass sie neue Impulse reinbringen. Also Ihr Amt ist ja in gewisser Weise auch ein Living Lab. Sie haben jetzt 100 Tage. Sie haben bestimmt auch schon eine Menge gelernt, oder? Gibt es sowas, wo Sie sagen, boah, also das musste ich jetzt schon oder durfte ich jetzt schon lernen? Auf jeden Fall. Vielleicht kann man das so in den Kontext setzen, ich habe 3 Sachen gelernt. Erstens, dass ich jeden Stein einmal umdrehen muss. Und dass hinter vielen dieser Steine nochmal ein großer Berg an Aufgaben steht. Und das haben wir entdeckt und das machen wir, auch diese Aufgabe nehmen wir an als Präsidium, als Team und werden auch einige eben wieder zudrehen und sagen, okay, ab 27, ab 28. Aber die akut jetzt dafür notwendig sind, die muss man gleich wieder anfassen und eben noch mehr Steine darunter umdrehen. Das ist erstens.
Zweitens, in diesem Weg des Steine-Umdrehens merke ich auch sehr stark, und das ist mir eigentlich bewusst gewesen, wie entscheidend Kommunikation ist. Und dass Kommunikation nicht nur eine einmalige Situation, wie wir es heute machen, ist, sondern dass es eine ongoing learning auch ist. Was heißt das? Das heißt, es gibt sehr viele Wünsche, es gibt sehr viele Bedenken, es gibt sehr viele verschiedene, auch Menschen, die mit Situationen anders umgehen. Ja? Ich bin sehr lösungsorientiert. Ich habe ein Problem, ich drehe mich nicht um und gehe weg oder ich meckere nicht, sondern ich sage, okay, wir müssen es anpacken. Ja? Alles andere depriorisieren, anders priorisieren vielleicht und dann das angehen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Und da wir sowas wie eine Kleinstadt sind mit 40.000 Menschen, 35 ungefähr 1.000 Studierende, muss man da die Kommunikationswege immer wieder verbessern, neu denken. Und das ist auch für mich ein ongoing learning ist. Und bleiben wird, glaube ich, für meine ganze Amtszeit. Und drittens, was für eine Wichtigkeit Teamplay hat, vor allem in herausfordernden Zeiten. Also Teamplay heißt sicherlich nicht nur mit den anderen im Präsidium, nehme ich an. Genau, also beides. Also ich falle auch meine Entscheidungen sehr bewusst, nachdem ich natürlich auch verschiedene Menschen zugehört habe, die dafür was zu sagen haben, für die Entscheidung beitragen können. Vor allem aber im Präsidium, da sind wir wirklich sehr stark daran interessiert, möglichst alle Fakten, das ist ja nie möglich, wirklich alle Fakten in der kürzesten Zeit zum Teil auf dem Tisch zu haben, aber so zu hinterfragen, dass wir möglichst alle Fakten auf dem Tisch haben, um dann eine bewusst gute Entscheidung zu treffen. Eben weil jede Entscheidung heute die Zukunft beeinflusst. Und da auch die ganze Universitätscommunity natürlich spielt eine Rolle. Wir sind alle ein Team. Und Sie haben gesagt, Sie sind eine Kleinstadt, also 40.000, klar, aber Sie stehen ja auch nicht allein auf dem Platz. Also die Wissenschaft, egal wie gut die TU läuft, ist ja tatsächlich nicht alleine. Wenn man Zukunft gestalten will, ist man auch auf die anderen in der Gesellschaft angewiesen, auf die Politik angewiesen und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da, ich sage mal, richtig wahrgenommen werden, vielleicht auch Unterstützung bekommen, schon die Dialoge haben, die Sie brauchen? Absolut. Also ich bin begeistert, ehrlich gesagt, von der Rückhalt und Wahrnehmung der Technischen Universität Berlin und ich als die Außenvertretung dieser Universität, als die Präsidentin der Universität, wie viel Zuspruch auch da ist, wie viel jetzt auch in dieser Zeit, wo wir die Hauptgebäude geschlossen haben, wie viel Hilfeangebote da waren. Die Politik hat sich auch angenommen dieser Aufgabe und versucht mit uns diese Lösungen zu generieren. Das ist aber trotzdem eine 10, 15 Jahre vergessene Veranstaltung war, sage ich jetzt mal im Sinne von, jetzt, wenn wir wieder auf die Gebäude zurückblicken, ist muss man auch natürlich im Blick behalten. Also wenn Sie schon solche Zeiträume ansprechen, das ist auch was ich gerne noch mal fragen wollte. Sie haben ja gesagt, manche Themen legen Sie sich dann für 2027, manche für 2028 hin und so. Aber wenn wir über die Aufgaben sprechen, über die wir jetzt gesprochen haben, das ist ja auch nichts, was man eigentlich in einer Amtszeit lösen kann, oder? Das ist schon auch, also insgesamt wird es schon sehr lange Themen sein, die die TU sehr lange beschäftigen werden, ja, oder? Auf jeden Fall. Einige mehr als die anderen. Wie gesagt, so eine Forschungsstrategie machen wir ganz schlank und direkt und mit ganz klaren Deadlines und ergebnisorientiert. So eine Gebäudeinfrastruktur, Campusentwicklung ist eine deutlich langfristigere Entwicklung. Aber die muss man heute angehen, damit es eben langfristig dann auch die TU Berlin so zukunftsfähig darstellt, dass wir halt eine der führenden Universitäten der Welt sein können. Jetzt im Sommer 2026, vielleicht hätte ich gerne da nochmal eine Momentaufnahme. Also wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für die TU Berlin in der nahen und einen in der fernen Zukunft, was wäre das? Ein Wunsch in der nahen und in der fernen Zukunft. In der nahen Zukunft wünsche ich mir Geduld und Ruhe. Nur für sich oder für alle Beteiligten? Für uns alle. Okay. Weil eben die Herausforderungen groß sind.
Und für die weite Zukunft wünsche ich mir natürlich Ressourcen, finanzielle Ressourcen, sowie auch aber die Möglichkeit, auch muss man sagen, wenn man im politischen Raum jetzt denkt, dass wir die Gestaltungsmöglichkeiten als Universität erhalten, damit wir, auch wenn die Ressourcen knapp sind, aktiv, kreativ gestalten können, weil das können wir. Wir Universitäten sind dafür bekannt, wir geben die Zukunft vor und dafür brauchen wir aber die Freiräume. Gab es irgendeine Sache, wenn man die rausgreifen kann, in den ersten 100 Tagen, die Sie besonders bewegt hat? Ich muss selber sagen, in der Tat, dass das Gebäudeschließung war. Ich saß am 8. Mai im Hauptgebäude, dann kam die Meldung, wir müssen Gebäude schließen. Und natürlich weiß man noch nicht, was der Ausmaß ist, weil TU Berlin hat verschiedene Gebäudeschließungen hinter sich gehabt. Und man denkt aber in dem Moment, das ist eben Herzstück Charlottenburg. Und da muss ich jetzt eine ganz andere Rolle wieder aufnehmen. Und gefühlt war ich aber gerade angekommen. Gott sei Dank war ich angekommen, weil ich konnte gleich reagieren. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie aus dem Gefühl von, oh Gott, in die Aktion gekommen sind? Nicht lang, glaube ich, oder? Ich habe ja sofort Dinge gelesen und gehört. Ja, also nicht lang. Ich musste schon an dem Wochenende, ehrlich gesagt, gleich in das Modus, also an dem Tag sowieso, aber klar, da bin ich noch ein bisschen gesteuert, sage ich jetzt mal, von der Situation. Und ich weiß ganz genau, dass ich mir gewünscht hatte, so eine Checklist gleich am Tisch zu haben, wenn diese Meldung kommt, weil eben auch die TU Berlin andere Gebäude geschlossen hatte aber diese Checklist nicht als Präsidenten erhalten. Und so wie ich halt dann bin, habe ich dann Samstag meine eigenen Checklist angefangen. Und auch in der Kommunikation, ne, da habe ich ganz intuitiv, da gab es an dem Wochenende ganz viele hin und her. Natürlich waren wir in den Schlagzeilen. Ich habe auch meine Pressestelle gleich gesagt, wir haben für Montag 2 Townhalls gescheduled, terminiert, und ich werde erst nach innen kommunizieren und danach auch in die Presse quasi die Mitteilung geben, aber ich möchte, dass die Universität von mir persönlich die Situation erfährt. Also Sie haben auf meine erste Frage mehr oder weniger geantwortet, dass der Optimismus immer noch da ist und Sie sich die Lust aufs Amt wirklich von gar nichts verderben lassen. Da gibt es aber ja noch 40.000 andere. Wie viel Lust haben die? Wie viel Optimismus haben die, mit denen Sie ja diesen Weg gehen müssen und wollen? Ich spüre nach wie vor eine sehr positive Energie. Und da ist gerade ein Momentum, mit dem Menschen auf uns zukommen, auch zu meinem Vizepräsidenten, zu mir, zu uns als Präsidium, mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken, die sie manchmal auch vor 10 Jahren schon mal hatten und dann jetzt wieder sagen, hey, das sollten wir jetzt wirklich angehen. Und natürlich auch diese herausfordernde Zeit, auch wo die Fakultäten oder Mitarbeitende zu kämpfen haben. Aber auch da merke ich, wir sind im Gespräch, wir sind offen und zeigen auch Offenheit, miteinander zu sprechen, sodass wir eben wieder auch ab Herbst genau mit diesem Elan dann weitermachen werden, um die Umsetzung spürbar zu machen. Dann hoffe ich, dass Ihnen der Optimismus und der Elan erhalten bleibt und wünsche viel Erfolg beim Zukunft gestalten. Ja, Dankeschön. vielen Dank.